Guten Abend miteinander. Wir müssen reden. 20 Minuten heute Abend. Wieder mal ganz toll. Der Massenmörder Yahya Sinwar wurde eliminiert. Der Massenmörder ist einer dieser Herren da. Holen rein. So. Sinwar, das ist der. Killt, womit alle erledigt waren. Ich glaube, zuerst ihn, dann ihn und jetzt zuletzt er. Womit noch offen sind diese zwei Herren. Angeklagt wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. So. Und weshalb ich dieser Meinung bin, werde ich euch zeigen. Wie gesagt, es gibt BBC und Al Jazeera, welche Dinge zeigen, welche uns die westlichen Medien nicht zeigen, worauf die westlichen Zeitungen, also jetzt gerade Österreich, Schweiz, Deutschland ganz schlimm, überhaupt nicht drauf eingehen. Und es gibt andere YouTube-Kanäle, welche einen dann als Schwurbler, Dummkopf, Antisemit und weiß nicht was alles bezeichnen. Das hat überhaupt nichts mit Antisemitismus zu tun. Das sind Fakten, weil Gott sei Dank sind die israelischen Soldaten genug blöde, filmen sich gegenseitig und stellen alles ins Netz. Aufs Netz, ins Netz. Allen voran natürlich TikTok. Sind ja junge Soldaten, TikTok ist trendy. Untermalen das mit Musik und finden es noch geil, wie sie zum Sound der Musik Zigaretten rauchen, Kippen wegschmeißen und dann ganze Gebäudekomplexe in die Luft sprengen. Gut, gehen wir darauf ein. Al Jazeera podcasts. Today, when war becomes content creation. They are conducting a genocide now with glee. They're setting their atrocities to music, putting them on catchy reels on TikTok. A new film by Al Jazeera's investigative unit examines the war on Gaza through the social media accounts of the soldiers carrying it out. I'm Kevin Hurton, and this is The Take. Social media might not be real life, but through what we post, we curate our own versions of reality, what we want others. Das ist genau der Punkt, vorher eben erwähnt. Sie sind so blöd, stellen das ins Netz und bedauerlicherweise zeigt das wieder einmal nur Al Jazeera, wo ja gerne als von der HAMAS gesteuerter Kanal dargestellt wird, was mit Verlaub Quatsch ist. Weshalb das so ist, habe ich in einem anderen Beitrag vorgängig eingehend erklärt, gehe ich nicht mehr darauf ein. Und wenn mir einer da schreiben will, das sei Bullshit, BBC macht genau dasselbe. To see. So, what does it tell us when Israeli soldiers are willingly and in some cases gleefully posting videos of themselves committing? Das hat nichts mit Zerstörung von Tunnels der Hamas zu tun. Das ist blinde Zerstörungswut am Privateigentum von Palästinensern, welche verjagt wurden. What many experts consider war crimes. This was a crime committed in plain sight. It was a crime that Israeli soldiers. Und derjenige, welcher hier spricht, ist alles andere als ein Palästinenser oder Araber, von wegen Verschwörungstheorien und so. Just posted videos about as they did it. Israeli politicians announced it beforehand. The Israeli public and Israeli media cheered them on. I'm talking to my AJI unit colleague, Richard Sanders, and he's the director of a new film simply called Gaza.
So, Richard, this film does, I think, an excellent job chronicling this horrible year in Gaza. And one of the ways it tells this story is through the social media posted by the men and women doing the fighting. Can you... Also, das sind nicht irgendwelche Bla-Bla-Bla-Erzählungen, irgendwelche gesteuerten Aufnahmen von Journalisten. Das sind Aufnahmen, welche die israelischen Soldaten selber ins Netz gestellt haben. lay out a few examples from the film, evidence of Israeli soldiers and citizens seemingly relishing the suffering of Palestinians? I mean, it's really there throughout the videos that you see. One of the things that is absolutely remarkable about the videos, well, firstly, that they're posting them at all, and that they're allowed to post them, that the high command doesn't seem to be bothered about the fact that they're posting them. And then the content. I mean, in a way, I'll talk briefly about what they don't show, which is combat. There's almost, you would think soldiers who are posting things online and trying to get clicks and so on, what you would see lots of. Ich hoffe, ihr versteht das alles. Ist ja deutsch untertitelt, man muss es einfach nur lesen. Die israelischen Soldaten zeigen keine Gefechte, keine Kämpfe. Sie zeigen die nackte Zerstörung, nachdem jede Gefahr weg ist. Und wir sehen keine Aufnahmen in Tunnels, sondern in den Wohnungen von Palästinensern. Is combat and interaction with the enemy. There is very, very little of that. There's a fair few videos where we see soldiers expending an enormous amount of ammunition. It's not terribly clear what they're firing at. And for the most part, it's pretty clear that there's no incoming. Now, there's an awful lot of rhetoric in these videos. There's a lot of contempt for the civilian population. There's a lot of mocking of the civilian population, of their houses, of their possessions, and so on. Where soldiers talk about why they're doing things and the logic of why they're doing things, yes, I mean, revenge just comes through again and again and again, as it does in the rhetoric of Israeli politicians, as it does in Israeli media and in Israeli civilian social media, which were also things we looked at. There's a quote from Yossi Meckelberg that uses the term revenging. From the beginning, it was obviously that in order to restore deterrence, it will respond disproportionately. We can't escape that there was a strong element of avenging and revenging. That vengeance is not only aimed at Hamas, who carried out the attack, but in many cases the... Richtig, ich möchte einmal mehr klarstellen, die Hamas haben das Verbrechen begangen, ein schreckliches Verbrechen begangen. Aber die israelische Regierung hat auf alle Warnungen nicht reagiert. Darüber habe ich auch schon einen Beitrag gemacht. Seht es euch an. Und deshalb sind sie mitschuldig. Sie haben es zugelassen, indem sie sämtliche Warnungen schlicht und einfach ignorierten. Die ultra-rechte Regierung von Netanyahu. Weiter. Entire civilian population of Gaza. Tell me about this TikTok trend called This Was My Home. Yes, so this happens in the very early weeks of the war. This Was My Home was a song that came out in Israel some time ago now. It was a sort of parody song originally. And it says, this was my home, there's no water, there's no electricity, there's no gas. And it says it also belonged to, and then it runs off a string of Arabic names. Now, clearly that it's mocking Palestinians for the loss of their homes. And Palestinian and Israeli civilians. So menschenverachtend singen sie über die schikanierten und transalierten Palästinenser in Gaza, welche kurz vor dem Hungertod sind. Ohne Wasser, ohne Strom, ohne Medikamente. Dressed up as caricatures of what they perceive Palestinians to look like, to sing this song. And there were thousands of these online. One of the sections of the film that I can't stop thinking about is when the film follows these Israeli demolition units
that were deployed throughout Gaza after people fled their homes. You can see social media videos of soldiers that rifling through people's possessions, their underwear drawers in some cases, and then just destroying houses en masse. I think this is going to be a section that a lot of people will find very hard to watch. So I'm going through these terrorist houses looking for guns and explosives like we found money. And every single house inside of Gaza, this is what I say, every single, unbelievable. 2 or 3 doors stuffed with the most exotic laundry that you can imagine. Just piled out of it. Every single house. Stuffed to the brim, look at that. Unbelievable. These naughty, naughty Gazans. Why is it so important for people to see this? Yes, I mean, it's a war crime. It's something called wanton destruction. And we see 2 types of it in the film. You see... Es ist verboten, sich an zivilem Gut zu tun. In diesem Fall schlecht zu tun. People are smashing up people's houses. They'll be in someone's living room, they're throwing things at the telly, they're destroying the furniture, they're smashing all the crockery in the kitchen. And this you see again and again and again in the videos. There is then another category, I think it's the most common single category. Und ich meine, TikTok ist öffentlich und keine einzige westliche Medie kümmert sich darum, sich das einmal anzuschauen, das einmal zum Thema zu machen. Es liegt alles offen vor. Man muss es sich nur anschauen. Category in the videos, which is detonations, explosions. One soldier actually says, we have become addicted to explosions. Now, if you actually look at them, you can see they film themselves rigging these buildings for explosion, for detonation, which in itself tells you they're rigging up empty buildings. Also, they're using very large anti-tank mines. People who know more about this than me tell me that they're blowing up these buildings to a degree for effect. They're competing to see who can get the biggest bang. And this we see over and over again, and in places where it is impossible to see a military logic for it. In particular, we chronicle the total destruction of one particular town, Gaza, which is just to the east of Khan Yunis, close to the fence. It was perceived as having played a role in the attack on the kibbutz of Nir Oz, which lies just across the fence from it. The 8219 Combat Engineering Battalion entirely destroys this town. We got a mission. Garan Commando Gimel Company. Destroy the terrorist village, Kirbet Gaza, from where they went to Nor Oz to kidnap, murder. Sie sagen selber, sie bestimmen selber, dass das ein Terroristendorf gewesen wäre. Alle Beweise fehlen, weil all diejenigen, welche darüber hätten aussagen können, wären die gewesen. Gibt es nicht mehr. Ohne Prozess, ohne Beweise, killed. Rape. We went joyously to annihilate the village of the Nazis. Das Dorf der We worked Nazis. hard for 2 weeks. We blew up the entire village. We have photos and footage at the end of it, and there's hardly a building standing. Yeah, I mean, you talked to a lot of human rights and war crimes investigators. What was their reaction to some of this footage? Well, they were horrible. So, ich kürze das hier ab. Sind ja nicht meine Aufnahmen, ist Material von Al Jazeera. Aber ihr seht, die Aufnahmen sind da. Ihr könnt euch das anschauen auf dem Kanal Al Jazeera English. How Israeli soldiers are live streaming war crimes. The Take. Schaut es euch an. Und nochmals, ich will die Taten der Hamas um Himmels Willen nicht schönreden. Überhaupt nicht, liegt mir fern. Aber die absolut einseitige Berichterstattung, die geht mir langsam bis da oben. Die Israelis begehen Kriegsverbrechen im Moment. Und das ist Fakt. Aber bildet euch selber eine Meinung. Wie gesagt, unter BBC Gaza
findet ihr auch jede Menge Dokumentationen. Man muss nicht einfach nur ARD oder ZDF schauen. ZDF habe ich es noch offen. Ja, habe ich. Der andere Hamas-Chef Haniyeh im Juli dieses Jahres getötet bereits. Wir spekulieren jetzt so ein bisschen über die mögliche Tötung Sinwars und da schreibt direkt ein User hier im Chat, ich gebe das mal an dich weiter, ist jetzt eigentlich das militärische Ziel der IDF im Gazastreifen vollendet? Mit der möglichen Tötung dieser beiden Hamas-Chefs? Nein, weil es geht ja nicht nur um die Tötung der Köpfe sozusagen, sondern es geht darum, die Militär- und Kommandostrukturen der Hamas zu zerschlagen. Es geht darum, dass sich die Hamas nicht neu gruppieren kann. Das ZDF Nachrichten, ich will keine Contentverletzung machen. Das ist das, was uns erzählt wird und ihr habt jetzt eben die Aufnahmen gesehen, was tatsächlich passiert. Es geht nicht um die Zerstörung von Hamas-Einrichtungen, doch natürlich in erster Linie. Aber das, was noch erfolgt, wenn es von den Hamas geräumt ist, das ist der springende Punkt. Das sind die Verbrechen. Alexander, Poel. Ich bin echt fassungslos, mir fehlen ein klein wenig die Worte ab der Einseitigkeit. Okay, ich mache hier einen Cut. Ich weiß, den einen oder anderen trete ich auf die Füße. Ja, aber irgendeiner muss es vielleicht manchmal tun. Tschüss.